Wie konnte ich bloß so falsch trainieren? Ich mache Calisthenics jetzt schon eine ganze Weile und will ehrlich sein, oft hatte ich die Situation, dass ich nicht weiterkam und habe mich gefragt, was mache ich falsch? Damit euch das Gleiche nicht passiert, habe ich jetzt für euch die wichtigsten Resultate meiner Überlegungen. Bleibt dran und euer Training wird deutlich besser verlaufen, als meistens bisher war. Schreibt mir vielleicht in die Kommentare, welche Fehler ihr bisher so gemacht habt, da überlegen können, was kann man dagegen machen. Gerade am Anfang war ich echt oft ungeduldig, habe gesehen, wie die Skills funktionieren und wollte sofort drauf los und es einfach nachmachen. Hatte aber das Problem, dass ich manchmal einfach eine falsche Übungsausführung hatte, gerade bei Muscle-Ups etc. passiert das schon mal schnell und das hatte zum Nachteil, dass ich die Fortschritte, die ich eigentlich erzielen wollte, eben nicht hatte. Darüber hinaus bestand immer ein latentes Verletzungsrisiko. Ich bin zum Glück verschont geblieben, aber im Nachhinein betrachtet eigentlich richtig dumm, dass ich einfach drauf losgelegt habe und mich nicht sauber mit den Skills beschäftigt habe, bevor ich angefangen habe. Dann war es leider so, dass ich keinen strukturierten Trainingsplan hatte. Ich habe nach Lust und Laune drauf lostrainiert, geschaut, okay, auf welche Übung habe ich gerade Lust und habe dann einfach lostrainiert. Und wenn man mal ein bisschen über Trainingslehre nachdenkt, ist es einfach unerlässlich, dass man Strukturen reinbringt, dass man Kontinuität reinbringt und dass man einen klaren Plan hat, was man möchte. Ich habe die falschen Übungen zu früh gewählt bzw. zu lange zu leichte Übungen gemacht. Ich habe zum Beispiel angefangen, Muscle-Ups zu machen, obwohl ich nicht mal 10 saubere Klimmzüge geschafft habe. Achtet einfach drauf, dass ihr Step für Step für Step an die einzelnen Skills herangeht. Schaut euch unsere Videos an am besten, wie ihr schrittweise auf die Skills trainieren könnt und überhastet es nicht so wie ich. Denn wie gesagt, Verletzungsrisiko ist enorm hoch und ihr werdet auch nicht den Fortschritt erreichen, den ihr euch vorgenommen habt. Was ich auch oft falsch gemacht habe, ist, dass ich zu viele Skills auf einmal lernen wollte. Human Flag, Dragon Flag, Handstand Push-Up, Muscle-Up, you name it. So viele coole Übungen, die richtig viel Spaß machen, sie zu beherrschen. Und ich wollte sie alle gleichzeitig können. Es funktioniert aber leider nicht. Der Körper braucht Erholung, der Körper muss sich anpassen, die Strukturen müssen sich anpassen. Macht nicht den Fehler wie ich, sucht euch einen Skill aus, perfektioniert den weitestgehend, bevor ihr mit dem nächsten Skill anfangt. Was ich auch falsch gemacht habe, war die ganzen Basic-Übungen wie Liegestütz, Klimmzüge oder Dips durch die ganzen Fancy-Übungen zu ersetzen. Aber gerade diese Basic-Übungen braucht ihr, um eure Muskeln und eure Sehnen einfach fit zu halten und so auch Verletzungen zu reduzieren. Vergesst nicht, diese Übungen aufzumachen und abwechslungsreich in euer Training einzubauen. So werdet ihr auch in den schwierigen Übungen langfristig besser werden. Ich mache sehr oft Sport und ich mache sehr intensiv Sport und habe dabei leider hin und wieder die Regeneration vergessen. Aber wichtig beim Erlernen von Skills, genauso wie beim Aufbauen von Muskeln, ist tatsächlich die Regenerationszeit. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, geht nur maximal erholt, gerade in anstrengendes Skilltraining und lasst mal einen Tag Pause, wenn euch euer Körper sagt, dass jetzt gerade Pause gemacht werden sollte. Hört auf euren Körper und nur so werdet ihr nachhaltig besser werden und auch da ein Verletzungsrisiko minimieren. Das waren so meine größten Fehler. Ich werde mich bestimmt hin und wieder trotzdem dabei erwischen, wie ich irgendwas falsch mache, habe das jetzt aber für mich soweit verinnerlicht. Nehmt das, was ich euch sage, mit, um euer eigenes Training zu gestalten, um euer Training vielleicht nochmal zu überdenken und natürlich das Bestmögliche aus eurem Training rauszuholen. Schreibt mir vielleicht in die Kommentare, welche Fehler ihr bisher so gemacht habt. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und wird euch weiterhelfen in eurem Training. Abonniert unseren Channel, lasst einen Like da und klickt auf die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten.